Heute zeige ich euch, wie ihr dieses Brot über mehrere Monate haltbar machen könnt. Also bleibt bis zum Ende dran, damit ihr wirklich keinen Schritt verpasst. Und wer mich bis jetzt noch nicht abonniert hat, der kann das jetzt gerne tun. Für euch ist das nur ein ganz kleiner Klick, für mich eine ganz große Unterstützung. Als allererstes nimmst du 300 Milliliter warmes Wasser und darauf kommt ein Teelöffel Trockenhefe. Kurz einrühren. Und zur Seite stellen. Dann nimmst du 230 Gramm Vollkornmehl. Falls ihr eine Getreidemühle habt, solltet ihr euer Mehl unbedingt selber mahlen. Das Ergebnis wird einfach viel besser. Aber natürlich könnt ihr auch fertig gekauftes Vollkornmehl nehmen. Das gebt ihr in eine Schüssel. Darauf kommen 230 Gramm Kerne. Da könnt ihr nehmen, was ihr mögt. Ich habe einen Mix aus Sonnenblumenkern, Kürbiskern und Sesam genommen. Und 60 Gramm geschrotete Leinsamen. Als allerletztes gebe ich noch einen Teelöffel Salz dazu. Salz ist Geschmackssache, davon nehmt ihr einfach so viel wie ihr mögt. Obwohl, ich nehme 1,5 Teelöffel. Das alles gut verrühren. Dann nehme ich meine aufgelöste Hefe. Ich rühre das noch einmal um und kippe das auf mein Mehl. Und das Ganze jetzt einfach vermischen. So, mein Teig ist fertig vermischt. Das decke ich ab und stelle das für ungefähr 1 Stunde an einen warmen Ort. Ihr könnt den Teig natürlich auch länger gehen lassen, auch über Nacht, je nachdem wie schnell ihr den Teig einfach braucht. Meinen Teig habe ich eine gute Stunde gehen lassen. So sieht der jetzt aus. Man sieht, der ist schön aufgegangen. Aber das ist auch kein Teig, der vom Mehl lebt, sondern tatsächlich von den Körnern. Und das Mehl habe ich eher zum Binden genommen. Dann braucht ihr 2 Einmachgläser. Mein Glas hat 850 Milliliter Fassungsvermögen und ihr müsst darauf achten, dass die Gläser gerade verlaufen und nicht oben zusammenlaufen, sonst bekommt ihr nämlich das Brot hinterher nicht raus. Ich gebe jetzt ein bisschen Öl in die Gläser und ich bepinsel den Boden und den Rand mit dem Öl. Jetzt fülle ich den Teig ein. Beim Einfüllen den Teig gut andrücken. Gläser solltet ihr nicht voller als halb voll machen. Jetzt mache ich den Rand noch mal sauber. Da darf nämlich wirklich kein Dreck hängen. Sonst schließt nämlich nachher das Glas nicht richtig und dann könnte das Brot schimmeln. Zum Schluss streue ich noch ein paar Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne oben drauf. Das sieht immer viel schöner aus hinterher. Die Kerne leicht andrücken. Und jetzt lasse ich den Teig noch mal ungefähr gut 20 Minuten gehen. Dafür lege ich die Deckel drauf. Und in der Zwischenzeit heize ich meinen Backofen vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze, allerdings ohne das Backblech. Wenn ihr nämlich die Gläser auf das heiße Blech stellen würdet, dann könnten die Gläser platzen. Mein Ofen ist jetzt vorgeheizt, wie gesagt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Die Deckel entferne ich und backe das Brot jetzt ohne Deckel für ungefähr 40 bis 45 Minuten. Die Brote sind ganz frisch aus dem Ofen. Hier habe ich ein Schälchen mit sehr warmem Wasser. Da habe ich die Ringe eingelegt.
Den Ring legt ihr jetzt auf den Rand des Glases, den warmen Deckel rausholen, kurz abtropfen, darauf legen und das Glas sofort mit einer Klammer verschließen. Wenn ihr das sofort macht, dann habt ihr ein Brot, das wirklich für mehrere Wochen hält. Dieses Brot lasse ich auskühlen, das schneiden wir dann nämlich gleich zusammen an. Wenn ihr das Brot nach dem Backen so verschließt, dann hält sich das über mehrere Wochen. Es gibt auch eine Methode, wie ihr das Brot über Monate haltbar machen könnt. Und zwar zeige ich euch das in dem Video, das ich euch hier oben rechts verlinke. Schaut da rein, dann könnt ihr euer Brot über Monate haltbar machen. Ein Brot habe ich ja direkt nach dem Backen aus dem Glas rausgeholt. So sieht das dann abgekühlt aus. Von unten so eine richtig schöne goldige Farbe durch das Öl. Das sieht richtig klasse aus. Oben mit den Körnern. Und ich zeige euch das mal von innen. Ich schneide das mal von der unteren Seite an. Ja, richtig knusprig. Ja, ein schönes, leckeres Brot. Ich sagte ja, das besteht hauptsächlich aus Kernen und das Mehl habe ich im Grunde zum Binden genommen, damit wir so ein richtig leckeres, kerniges Brot haben. So, da habe ich noch ein bisschen zu nah am Rand geschnitten, aber so sieht die Scheibe dann aus. Richtig lecker. Das ist wie gesagt eher feste durch die ganzen Körner und mit dem bisschen Mehl, was drumherum ist, ist das wirklich ein leckeres Brot, das vor allem lange satt macht. Ja, schaut euch die Scheibe mal an. Alleine diese runde Form finde ich ja schon total schön. Das Brot hält wirklich richtig fest. Es ist auf jeden Fall nicht zu hart durch das Mehl da drin. Ja, ihr müsst es ausprobieren. Es hat einfach einen tollen Biss. Ich werde oft gefragt, warum ich das Brot nach dem Verschließen auf den Kopf stelle. In dem Glas bildet sich ja Kondenswasser und das Kondenswasser sammelt sich dann halt eher an der Unterseite. Das hat den Vorteil, dass das Brot oft nach unten rutscht und ihr müsst dann einfach 1-2 Tage warten. Das Kondenswasser zieht wieder in das Brot rein und dann ist auch alles wieder trocken. Übrigens, der Name hat nichts damit zu tun, dass dieses Brot im Glas vor irgendetwas geschützt werden soll, sondern der Titel bezeichnet einfach nur ein Brot, das sehr lange haltbar ist. Und das hat man vorzugsweise in schweren Zeiten gemacht und daher kommt der Name. Falls ihr so ein Glas nicht habt, könnt ihr das Brot selbstverständlich auch ganz normal in einer Backform backen. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen, das Brot. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Ich versuche wirklich alles zu beantworten. Ich verlinke euch am Ende nochmal das Video, wie ihr dieses Brot sogar über mehrere Monate haltbar machen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.